Hallo zusammen. Mein Name ist Gregor, ich bin Sprecher der IYSSC, die Jugendorganisation der SGP. Dieser Streik ist ein Streik gegen Netanyahus Völkermord im Gazastreifen, der von allen Bundestagsparteien, von der Bundesregierung und von allen ihren Verbündeten unterstützt wird. Der Genozid in Gaza ist Teil des Versuchs der herrschenden Eliten, die Welt neu aufzuteilen. Sie steuern auf einen dritten Weltkrieg zu, bei dem jederzeit Atomwaffen eingesetzt werden können. Das dürfen wir nicht zulassen. Am Wochenende hat eine Koalition unter Führung der USA und UK den Jemen bombardiert, während Israel Raketen auf den Libanon abfeuert. Gleichzeitig führen die NATO-Mächte auf dem Rücken der Menschen in der Ukraine einen brutalen Stellvertreterkrieg gegen Russland, die größte Atommacht der Welt. Wir müssen diesen Streik heute zum Ausgangspunkt einer breiten und internationalen Mobilisierung der ganzen Arbeiterklasse gegen diesen Wahnsinn machen. Die Netanyahu-Regierung könnte ihren Krieg ohne die Hilfe Deutschlands und der NATO gar nicht durchführen. Die Ampelkoalition spielt eine Schlüsselrolle. Sie ist Zahlmeister, Kriegspropagandist und Waffenlieferant in einem. Die imperialistischen Kriegstreiber Biden, Sunak und Scholz und wie sie alle heißen, gehören genauso wie Netanyahu auf die Anklagebank. Wir können das Urteil über diese Kriegsverbrecher nicht den bürgerlichen Regierungen und ihren Institutionen überlassen. Dass die Bundesregierung Netanyahus Völkermord so aktiv unterstützt und Israel jetzt auch vor den Vereinten Nationen in Schutz nimmt, ist ein Signal, dass sie mit ähnlicher Brutalität auch hier gegen die arbeitende Bevölkerung vorgehen wird. Shame on you! Shame on you! Wir können den Massenmord in Gaza nicht durch Appelle an diese Regierungen stoppen. Die Bundesregierung und ihre Verbündeten sind überhaupt nicht interessiert an der Meinung der Bevölkerung. Sie reagieren auf den Druck von unten mit Diktatur und Polizeistaat. Deshalb wenden wir als Sozialisten uns heute an alle Arbeiterinnen und Arbeiter in den Betrieben. Wir dürfen nicht zulassen, dass die herrschende Klasse mit ihren Verbrechen durchkommt. Wir müssen die Streiks und die wachsende Opposition gegen Inflation und Arbeitshetze mit dem Kampf gegen den Völkermord in Gaza verbinden. Das Leben der Menschen in Gazastreifen muss gerettet werden, indem die Waffenlieferungen und Finanzströme des Westens nach Israel gestoppt werden und die nationalen Grenzen sofort geöffnet werden. Deutschland finanziert, Israel bombardiert. Eine Bewegung der Arbeiterklasse entwickelt sich schon, während wir sprechen. Als wir letzte Woche bei Tesla und bei BMW mit Arbeitern gesprochen haben, da waren sie froh, dass endlich jemand die Wahrheit ausspricht. Und sie wollten von uns wissen, wie wir dagegen kämpfen können, was wir gemeinsam dagegen tun können. Und am Samstag haben in London erneut über 500.000 Menschen gegen den Genozid demonstriert. Hoch die Internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Wir müssen erkennen, dass Krieg und Völkermord nicht einfach in den kranken Gehirnen der Herrschenden wurzelt, sondern im Kapitalismus, der die Menschheit in Klassen und Nationen spaltet und der ohne Krieg überhaupt nicht überleben kann und im letzten Jahrhundert schon zweimal zu Weltkrieg und faschistischer Diktatur geführt hat. Ein System, das ohne Krieg und Faschismus nicht überleben kann, muss gestürzt werden. Es ist Zeit, dass wir an die revolutionären Traditionen des Sozialismus wieder anknüpfen. Heute vor 106 Jahren wurde die Sozialistin Rosa Luxemburg ermordet. Sie schrieb kurz vor dem Ersten Weltkrieg: Die Arbeiterklasse muss die Konsequenz ziehen, dass man den Imperialismus, Krieg, Länderraub, Völkerschacher, Rechtsbruch und Gewaltpolitik nur bekämpfen kann, indem man den Kapitalismus bekämpft, indem man dem weltpolitischen Völkermord die soziale Revolution entgegenstellt. Und dafür treten wir ein und ich rufe euch alle dazu auf, dieses Programm mit uns zu diskutieren. Vielen Dank.